Ja, Brandenburgs Ministerpräsident Woidke verknüpft also seine politische Zukunft mit dem Ergebnis der Wahl. Hopp oder top? Dazu wollten wir Ihre Stimme hören. Ich glaube, bei vielen Wählern gibt es nochmal eine extra Motivation, wählen zu gehen und zu zeigen, okay, wir wollen Demokratie und nicht Hass und Hetze. Es ist verkehrt, wenn er zurücktreten würde. Ist meine Meinung. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass er damit die Wahl vielleicht doch gewinnt. Das haben auch viele Leute in meinem Bekanntenkreis gesagt, dass sie jetzt eher SPD wählen, weil die eher eine Chance gegen die AfD haben. Ich denke, das beeinflusst es in dem Sinne. Ich kann seine Entscheidung auf jeden Fall verstehen und ich finde es auch gut, dass jemand eine konsequente Linie zieht, gerade in Brandenburg. In den letzten Jahren hat man ja einfach gemerkt, wie die Entwicklung stark rasant Richtung rechts zugenommen hat. Ich finde, in der Bevölkerung steht gerade die SPD ziemlich schlecht da, dank der Ampel, und im Generellen die SPD selbst positioniert sich auch gerade nicht so wirklich. Irgendwie, das klingt wie eine Art, wie so Kindergartenverhalten. Na, letztendlich ist es doch das, was immer alle sagen. Die wollen Politiker die Kante zeigen. Jetzt steht er da, sagt es und plötzlich sind alle erschrocken. Oh mein Gott, wie geht denn das? Wo ich mir denke, das ist das, was ihr wollt. Was wollt ihr denn? Also wollt ihr jetzt Politiker, die sagen, okay, wenn das passiert, dann mache ich das? Oder was ist denn jetzt die Krux? Also was ist die Herausforderung? Na, aber also, ihr Woidke ist ja wirklich ein super Ministerpräsident. Oder viele werden vielleicht doch nicht diese scheiß AfD wählen. Keiner möchte wirklich, also das ist falsch, weil es haben ja viele AfD gewählt. Aber letztendlich möchten sie nicht unbedingt, dass die in Regierungsverantwortung kommen. So sehe ich das. Auch nach der ganzen Amtszeit, es ist schon eine vollwertige Amtszeit, die Herr Woidke schon gemacht hat. Und es ist in klassischer sozialdemokratischer Manier, sowohl in freiheitlicher als auch sozial-solidarischer Hinsicht stark zu sagen, dann geht es mir vielleicht nicht mehr weiter. Er ist sehr konsequent. Wenn es doch so kommt, hat er keine andere Wahl. Aber ich hoffe, dass es nicht so kommt.